Bei meiner Reise durch Sri Lanka komme ich endlich zu den berühmten Stränden Sri Lankas. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, denn life ist einfach better at the beach, Digga. Es ist einfach so schön hier, Mann. Die Insel Sri Lanka liegt im Indischen Ozean und hat eine 1335 Kilometer lange Küste. Zum Vergleich, das ist eine Strecke von Flensburg durch Deutschland bis nach Bologna in Italien. Aber keine Sorge, meine Freunde, ich habe die besten Strände in einem Vlog zusammengefasst. Die besten Strände befinden sich an der Südküste und meine Reise beginnt in Tangale, einer Kleinstadt, die für ihre Strände bekannt ist. Allein in Tangale gibt es um die 15 Strände und Buchten. Hier sollte man ca. 2 bis 3 Tage verbringen. Und ich fange dann auch direkt an mit dem Tangale Beach, der sich direkt im Zentrum befindet. An diesem Strand kommen auch viele Einheimische. Deswegen ist hier auch immer ein Bademeister und die Polizei am Strand. Zu Fuß dauert es vom Zentrum ungefähr 10 Minuten. Aber der Strand hier ist nur Nummer 3 von meinen Top 3. Wenn ihr das schon schön findet, passt mal genau auf bei den nächsten Stränden. Spoiler, es wird einfach nur noch schöner. Weiter geht's für mich mit diesem Strand, der so leer war, ich wusste nicht mal, ob ich hier sein durfte. Hier sind wir am Silent Beach. Zu dieser Jahreszeit ist es windig und es gibt viele Wellen. Aber das ist in der Hauptsaison nicht so. Keine Angst. Und weit und breit ist hier am Strand außer mir einfach keiner. Und da hinten hier mein vierbeiniger Freund. Das war's einfach. Ey, das ist so krass. Am ganzen Strand einfach die einzige Person zu sein. Einfach wunderschön, Leute. Weiter geht's mit einem meiner absoluten Favoriten. Ein unschlagbarer Vibe mit einer schönen Bucht und perfektem Wasser. Wow. Und das hier ist der Hiriketia Beach. Geht ganz schön ab, ganz schön viele Wellen. Ist sehr geeignet zum Surfen. Hier surfen auch richtig viele. Der Hirikatia Beach ist entweder von Tangale mit dem Bus in 30 Minuten zu erreichen oder 10 Minuten zu Fuß von meinem nächsten Stopp. Willkommen in Deguela. Hier nur 1 bis 2 Tage verbringen. Und hier musste ich auch einfach noch mal ein zweites Mal herkommen. Es ist so schön hier. Ich liebe diesen Strand. Ich weiß nicht, ob das mein Favorit wird am Ende, aber auf jeden Fall in die Top 3 wird der schaffen. Der bekannteste und größte Strand in Deguela ist der Deguela Beach. Ich weiß, sehr einfallsreicher Name. Da er sehr groß ist und von überall aus gut zu erreichen, ist er einer der Hotspots in der Hauptsaison. Aber der ist ein bisschen langweilig. Schauen wir uns lieber den hier an. Weiter geht's mit dem Batigama Turtle Point in Deguela. Und ihr habt richtig gehört, Turtle Point. Hier soll man mit Schildkröten zusammen schwimmen können und die sogar füttern können. Das Meer sieht nice aus. Und wenn ich dann auch noch Schildkröten sehe, kriegt der Strand von mir eine 10 von 10. Um ehrlich zu sein, bin ich hier nur für die Schildkröten hergekommen. Ey, komm, seid mal ehrlich, diese Schildkröte sieht doch aus wie die Schildkröte aus Findet Nemo. Genauso stoned auf jeden Fall. Das Futter für die Schildkröten ist einfach Seegras, das man überall verteilt am Strand findet. Man merkt auch, dass sie sich daran gewöhnt haben und sich gerne füttern lassen. Auch wenn hier nicht das schönste Wasser ist, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es sich alleine dafür schon gelohnt hat, oder? Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich bin angekommen, da waren schon die ganzen Leute um die Schildkröte herum. Das war ein nice Erlebnis, das so nah zu sehen und die sogar füttern zu können.
Weiter geht's nach Polhena. Wenn man hier früh genug ankommt, reicht eine Nacht, aber den Polhena Beach sollte man auf jeden Fall mit einplanen. Also der Polhena Beach ist richtig nice. Schön klares Wasser, nicht viele Wellen. Ey, das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Ja, ich weiß, ich sag das bei vielen Stränden. Und ich kann mich auch selber dabei nicht mehr ernst nehmen. Um ehrlich zu sein, habe ich auch die Übersicht verloren, was ich schon alles als Favorit bezeichnet habe und was nicht. Sagen wir einfach, der ist richtig nice. Danach ging es weiter zu meinem letzten Stopp, Mirissa. Hier kann man schon 2 bis 4 Nächte verbringen, weil es neben den Stränden auch gute Restaurants und Bars gibt. So, ich bin jetzt endlich in Mirissa angekommen. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit am meisten, weil die Strände hier so krass vielversprechend aussehen. Ich hoffe, sie halten, was sie zeigen im Internet. Für mich geht es jetzt als erstes zum berühmtesten Strand in Mirissa, zum Mirissa Beach. Richtig schöner Strand. Richtig nicer Vibe und endlich mal ein Strand, wo es hier so an der Seite so Strandbars, Cafés, solche Sachen gibt. Das hat mir bei den anderen Stränden wirklich immer gefehlt. Mirissa hat auf jeden Fall seinen Ruf verdient. So kommt es mir auf jeden Fall auf den ersten Blick vor. Aber ich muss ehrlich sein, ich mag die Stadt jetzt schon. Hat einen nicen Vibe und wir werden sehen. Digga, der Vibe ist auf jeden Fall unübertroffen. Ich freue mich schon gleich, mich einfach hier hinzulegen, was zu trinken, zu chillen. Ein kleiner und abgelegener Strand ist der Secret Beach. Den werden euch die meisten Einheimischen empfehlen. Er ist sehr ruhig und hat nur eine kleine Bucht zum Schwimmen, ist aber wunderschön und lohnt sich. Ich werde niemals aufhören, auf dieses Wasser nicht klarzukommen. Ist, wie ihr gesehen habt, ein echt kleiner Strand, aber richtig nice. Das Wasser sieht geil aus. Nehme ich euch gleich auch noch mit. Wenig Leute, angenehmer Vibe. Also die Strände in Sri Lanka haben mich richtig krass überzeugt. Euch nicht? Dann ciao mit euch. Und das Beste an diesem Strand ist, du hast keinen Empfang und musst es mit dir selber aushalten. Also wie ihr sehen könntet, eine Menge wunderschöne Strände. Wenn ich meine Favoriten zusammenfassen müsste, einmal der Mirissa Beach, der Hirikatia Beach, der Turtle Beach, Polhena Beach. Ja, ich weiß, man, das sind viele Favoriten, aber die Strände sind auch einfach geil. Schaut euch das Video einfach nochmal an, macht euch eure eigene Favoritenliste, ist mir egal, ich mochte sie alle. Und nächste Woche geht's dann weiter in Japan. Das wird so geil.